Kalt ist es, das brauche ich euch nicht zu beschreiben, das sieht man. Aber macht denn so eine Wäsche im Winter in einer SB-Box bei 0 Grad oder weniger überhaupt Sinn? Und wenn ja, wie mache ich das denn richtig? Ja, vielen ist gar nicht bewusst, dass man im Winter so ein Auto eigentlich auch mal waschen sollte. Einfach damit halt der Dreck und vor allem auch das Salz vom Auto runterkommt. Ob Salz drauf ist oder nicht, seht ihr häufig an den Fußmatten vorne. Gerade wenn ihr Gummifußmatten habt, sieht man halt schön diese Salzränder, die sich da so bilden. Und die sollten ab und an tatsächlich auch mal runtergereinigt werden. Und wie das easy peasy geht, vielleicht nicht 100%. Keine 2 Eimer Handwäsche wie im Sommer, natürlich nicht. Aber wir machen das Ganze mit annähernd gar keinem Equipment. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Auto wirklich in die Waschstraße, also nicht in die Waschstraße, sorry, in die SB-Box und zeige euch, wie ich mein Auto abkerchern würde. Jetzt in diesem Moment. Zustand. Ja, ich denke, der ist auf jeden Fall lohnenswert, dass man das Ding mal abkerchert. Ab und zu würde ich es auf jeden Fall empfehlen, auch im Winter. Ich sag mal, selbst wenn ihr nicht krass viel fahrt, aber versucht einmal im Monat vielleicht euer Auto abzukerchern, genauso wie ich es euch jetzt zeige. Wir befinden uns in der SB-Box und wir legen direkt los mit dem optionalen Schritt und das ist Felgenreiniger aufsprühen. Das wäre auch das Einzige, was ihr mitbringen müsstet. Und dann geht's los. Wir stecken erstmal ein paar Euro hier in den Automaten und wählen das Hochdruckwäscheprogramm. Das ist quasi das Abspülprogramm, da kommt dann noch zusätzlich Reiniger mit raus. Das Wasser ist vorgewärmt, ganz wichtig, das kommt hier irgendwie so mit 40, 50 Grad raus und dann ist das wirklich der Schritt, wo ihr gründlich sein müsst. Hier geht ihr bitte alle Flächen einmal lang. Also der Hochdruckstrahl muss wirklich alle Flächen getroffen haben, sonst werden diese Flächen einfach nicht sauber. Wichtig natürlich auch die Felgen abspülen, gerade wenn ihr Felgenreiniger verwendet habt. Und versucht auch möglichst von unten das Auto mal ein bisschen abzuspülen. Also die Radkästen zu erreichen und auch vielleicht sogar den Unterboden ein bisschen, denn gerade da kommt natürlich der meiste Dreck und das meiste Salz an. Das ist nun mal am nächsten zur Fahrbahn. Als zweiten Schritt wählen wir jetzt nicht Powerschaum oder so, das könnt ihr euch bei den Temperaturen schenken. Ne, wir gehen direkt weiter, Flecken spülen, wir haben keine Zeit, es ist arschkalt. Wir wollen hier nicht ewig verbleiben. Wir spülen jetzt nur noch den Schaum und natürlich noch ein bisschen Dreck runter und dann sind wir schon fertig. Ja, und das war's schon. Schon ist das Auto im Grunde genommen wieder halbwegs sauber. Klar, ich sage halbwegs ganz bewusst, denn im Detail sind da natürlich noch irgendwo Pickel und sicherlich auch Dreckanhaftungen, die da sind. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, dass ihr dann hinterher mit einem Trockentuch überall drüber wischt, weil das Auto ist ja nicht zu 100% sauber. Deswegen an der Stelle nehmt das Glanzspülprogramm, also das mit entmineralisiertem Wasser und danach am besten nochmal eine kurze schnelle Strecke fahren, damit das Wasser zum Großteil runter ist und von den Scheiben kann man es in der Regel auch immer abnehmen, das ist unproblematisch, die zerkratzen ja nicht so krass und wir haben ja den meisten Dreck runtergenommen. Ihr kennt vielleicht das 80-20-Prinzip, das ist hier eigentlich ganz passabel dafür zu nennen, denn wir holen auf jeden Fall in sehr kurzer Zeit sehr viel Dreck von dem Auto runter und meiner Meinung nach ist das auch mindestens genauso wichtig, diese Wäsche zu machen, also im Winter waschen zu gehen, wie im Sommer diese korrekte Handwäsche zu machen. Denn im Winter habt ihr nun mal diese Belastung durch Salz und extrem viel Dreck, extrem viel Feuchtigkeit. Und je mehr Dreck auf dem Auto ist, desto mehr Feuchtigkeit sammelt sich auch am Auto. Wenn der Dreck runter ist, dann ist das Auto auch einfach nicht mehr so, also es haftet dann einfach nicht mehr so krass. Und habe ich auch in einem anderen Video schon mal erklärt, umso mehr Dreck auf einer Oberfläche ist, desto mehr Abrieb und mehr Belastung habt ihr einfach auf den Oberflächen. Und wenn das halt weg ist, dann ist das einfach besser für euer Auto, es hält länger, es sieht schöner aus, man traut sich die Türen und auch den Kofferraum jetzt wieder anzufassen und das in kürzester Zeit und mit wenig Geld. Einmal im Monat gemacht, das ist die Empfehlung. Und ich gehe jetzt erstmal rein und wärme mich auf. Ciao.